Bertil, Ja? wir haben ein Problem. So, Was denn? Pass auf. Passiert nichts. Das Instrument, Anzeige. Ja, Totalausfall unseres Cockpits. So, und jetzt möchte ich eins wissen. Kannst du mal gucken, ob Blinker unter Licht geht, bitte? Tagfahrlicht. Blinkst du? Blinker Der geht. geht. Licht? Geht. Hupe? Bremse, Geht. Okay. Bremse. Jo. Jo. Dann lass uns mal schauen, was nicht geht. Da vorne geht gar nichts. Das Ding da vorne, was jetzt nicht leuchtet, ne, das heißt Kombi-Anzeigeinstrument. So heißt das Ganze. Früher haben wir gesagt Armaturenbrett. Ne? Und da ist alles tot. Der ist alles tot. So, was wissen wir jetzt nicht? Keine Tankanzeige, keine Geschwindigkeit, die ganzen anderen Funktionen. Das heißt Warnsysteme, was weiß ich, was das alles Ja, heißt. was heißt Warnsysteme? Die laufen schon, aber die Anzeigen dafür Die laufen Anzeigen laufen nicht. nicht. Das Kombi-Anzeigeinstrument ist komplett tot. Du weißt nicht, wie viel Sprit im Tank ist. Du weißt nicht, wie schnell du fährst. Du weißt nicht, wie schnell du fährst. So, jetzt mal erstmal ein Motor aus. Jetzt begrüßen wir euch erstmal hier, ne? Moin und hallo. Moin! Ja, was machen wir jetzt? Jetzt glaube ich, als erstes, was man dann immer macht, man googelt, ne? Ja. Kennt man das? Und das werde ich jetzt erstmal machen. Das mache ich jetzt erstmal. Was, jetzt habe ich nur die falsche Brille auf. Ich hab ja gerade gesagt, du hast keinen Tacho, ne? Nee, kein Tacho. Du hast einen Hilfstacho. Du hast nämlich die Ventru Dashcam drin und die hat eine Kilometer, also eine Fahrgeschwindigkeit, Kilometer pro Stunde Anzeige. Stimmt, wir haben... Hier ganz klein, da wo jetzt man kann es nicht sehen, wo die Null steht rechts. Ja. Da wird die Geschwindigkeit angezeigt. Ist natürlich ein bisschen mühsam, da hinzukommen, ne? Ja, es ist klein. Also ich sehe es Ja. jetzt als Fahrerin nicht. Nee. Aber ich habe dich ja dabei, ne? Ja. Ich liebe So, solche. so ganz kurz am Rande, Nora. Wir wollten ja hier eigentlich frühstücken, ne? Wo sind wir hier? Wir sind am Limfjord. Wir sind jetzt von Skiveren Camping hier weiter runter zum Limfjord. Ja, weil es hier wärmer Gänse. ist. Etwas wärmer. Und die Sonne scheint. Naja, der Wind ist hier nicht ganz so stark und wir haben Glück heute Vormittag mit dem Wetter, aber nicht mit unserem Auto. Und dann müssen wir, glaube ich, mal überlegen, was wir machen. Ich habe hier was, und zwar Automotorsport vom 26.04.2023 gefunden. Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihe Sprinter 907/910 das Kombi-Instrument ab Start des Fahrzeugs dauerhaft ohne Funktion sein könnte. Also Geschwindigkeitsanzeige, Kraftstofffüllstand, Kontrollleuchten, Warnmeldung sowie akustische Warnung. Stimmt, beim Blicker kam nicht das Klicken, nicht verfügbar. Der Sachverhalt würde beim Starten des Fahrzeugs auftreten und während des Betriebs des Fahrzeugs weiterhin bestehen. Ja. Sollte die Fahrt trotz Funktionsausfall des Kombi-Instruments angetreten werden, kann in Folge eine Unfallgefahr nicht ausgeschlossen werden. Okay, wir haben die Geschwindigkeitsanzeige und wir sind ja in Dänemark. Da fällt mir gerade noch was ein. In Dänemark, wenn du in die Ortschaft kommst, wird dir immer die Geschwindigkeit angezeigt, ne? Ob du zu schnell fährst oder zu langsam. Ja, so eine Tafel, Ja, Anzeigentafel. das blinkt ja immer. In Deutschland haben wir das ja auch. Ja. Wunderbar. So, was vorsorgliche Maßnahmen. Mercedes-Benz Service, bla 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 bla, warte mal. Aktualisierung, also, die schlagen vor natürlich eine Aktualisierung der Software. So, nimmt circa 30 Minuten in Anspruch. Buff.
So, müssen wir also zu Mercedes. Ganz klar. Kleiner Werkstattaufenthalt. Okay, halbe Stunde. Und dann gibt es ja noch die Mobilitätsgarantie, Nora. Das ist ja eine Serviceleistung von Mercedes-Benz, wenn du regelmäßig deine Inspektionen dort machen lässt. Und dann kommt auch ein Service-Mitarbeiter raus, egal ob du jetzt in Italien, Frankreich, Dänemark, Spanien, wo du auch immer bist, die garantieren dir die Fahrbarkeit deines Autos. Ja. Wir haben so einen Vergleichsfall gehabt beim Kollegen, das war, glaube ich, Italien. In Italien, ja. Und der hat dann beim Service angerufen, hat gefragt, oh, kostet das denn Geld und so. Es gibt ja so eine internationale Rufnummer bei Mercedes-Benz. Und da sagte die Dame, nee, das ist Service, ne? Mobilitätsgarantie ist mit dabei, weil sie die Inspektion regelmäßig bei Mercedes-Benz gemacht haben. Also außerhalb der 2 Jahres Gewerksgewährleistung, ja? Oder Garantie oder wie das auch immer heißt, auch wenn die Fahrzeuge älter sind. Wichtig ist, Inspektion bei Mercedes-Benz machen. Ja, Dann hast du die. auf jeden Fall Ja. regelmäßig machen. Ja. Ja. Naja, und da wir nicht allzu weit von der deutschen Grenze weg sind, können wir auch mal nach Flensburg da zum... Ach, hallo! Ja, wir dürfen nicht Mercedes sagen. So, ist schon weg. Das war unser Audiosystem hier. Ne? Da hat sich Mercedes-Benz gleich eingemischt. Ja, wenn das Navi läuft bei uns, ne, dann darfst du nicht Mercedes sagen. Ne? Mercedes. Hallo, Mercedes? Nee, jetzt hat sie keine Lust. Jetzt hat sie keinen Bock mehr. Oder meine Aussprache ist so undeutlich. Wir sind Ja gut, also kurzum, Ja. wir hangeln uns da durch bis Flensburg. Das Ja, ist das jetzt machen wir. nicht das Thema. Hast du Und das jetzt gerade mal so eben entschieden, ne? Das ist doch echt der Hammer. Wir sind am schönen Limfjord. Guckt euch das hier an. Am Veggesundweg. Übrigens, Veggesundweg. Wunderschön. Okay. Das ist hier so ein kleiner Rastplatz. Könnt ihr euch hinsetzen. Oh, ist das nicht herrlich. Ich liebe ja den Limfjord. Pass auf, wir fahren jetzt einfach los. ja, Flensburg. wo wollen wir denn hin, Nora? Ja, wir fahren nach Flensburg. Oder du hast ja gesagt. nach Hörsholz? Gibt es da auch Mercedes? So, okay, wir fahren also nach Flensburg. Ich habe jetzt Navi eingegeben. 14 Uhr sind wir da. Ja, gut. 2 und eine Dreiviertelstunde. Machen wir. Wir können ja, das sind ja keine Entfernungen. Das ist ja schön. Wir können ja wieder herkommen. Ja. Wir haben das Wetter nur bis Mittag schön und dann kommt wieder nicht so schön, aber es ist herrlich. Ich muss gar Drück mal aufs Knöpfchen, Nora. Wir drücken mal aufs Knöpfchen. Ja. Nee. Nein, da passiert nichts. Alles dunkel, dunkelste Ja. Nacht. Na gut, wir kennen ja das Auto im Schlaf nach unten. Ja. Und hier haben wir Handbremse, Geschwindigkeit. Wenn ich sehe es, Nee, ich guck dann dahin, Nora. dann kannst du da ab und zu hingucken. Also jetzt steht's hier auf Null. Auf 0. So. So, wir fahren jetzt einfach mal los. Limfjord, ne, da kann ich übrigens gleich eine Geschichte zu erzählen. Der Limfjord. Ich schnall mich noch an. Ach so, ja, das mach mal bitte. Ja, dann gib Gummi, Nora, Dann aber gib nicht so Gummi. schnell, ne? Ja, nicht zu schnell. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir fahren nun schon so lange und so viel durch Dänemark. Man hat da schon die 80 Stundenkilometer auf der Landstraße so ungefähr im Gefühl. Muss Ja, ich die sagen. hast schon im Gesäß, ne? Ja. Weißt du, welche Geschichte ich noch ganz schnell erzählen kann? Limfjord, Ja. das sind meine Erinnerungen. Ich war so, wie alt war ich? 13, 14 mit meinen Eltern am Limfjord, aber an der Ostseeseite in Hals. Da hatten wir ein Ferienhaus gemietet und mein Vater hatte ein, weiß ich gar nicht mehr, jedenfalls Automatikauto. Und wir hatten so 2, 3 Kilometer bis zum Strand. Und was durfte ich da? Da bin ich das erste Mal Auto gefahren. Da durfte ich dann die ganze Zeit, wo wir in Dänemark waren, Auto fahren. Immer den Schotterweg, der zum Strand führte. Vormittags hin und nachmittags zurück. Ja, und dann hatte mein Vater den Salat. Kommt rechts was? Ich sehe nichts. Kommt was, kommt was, kommt was, Ja. kommt was. Fenster. Frei. Und dann hatte mein Vater den Salat. Das hieß also immer an den Wochenenden Autofahren. Das sind meine Erinnerungen an Limfjord. Und mein Führerschein war günstig. Ja, das glaube ich. Ich hatte nur die, ich glaube, das waren 18 Fahrstunden, die
ja, mehr musste. Das war, glaube ich, das Minimum. Genau, 18 Fahrstunden. Ja, also, so lange fahre ich schon Auto. Ich beobachte das ja hier auch an den Stränden, an den Autostränden, dass die Väter, meistens die Väter, ne, ihre kleinen Würste da auch mal Auto fahren lassen. Oder die nehmen die auf den Schoß, ne, und lassen die lenken und sowas. Herrlich. Ja. Das ist auch nicht gefährlich, das ist, die heizen da ja nicht. Nein. Na gut, ihr Lieben, wir melden uns wieder, würde ich sagen. Genießt noch mal den Blick hier, Limfjord. Ja, wir kommen wieder. Alles Weitere werden wir euch berichten, wenn wir bei Mercedes den Termin wahrgenommen haben. Ja. Also, nicht abschalten. Bis gleich. Keep the sky on your mind. Es geht alles wieder, hat funktioniert. Geräusche sind da, Klicken ist da, das war jetzt die Ventro, das macht nichts. Alles geht wieder, funktioniert. Jo, wir waren gestern noch bei Mercedes-Benz, Nutzfahrzeugniederlassung in Flensburg. Und da haben wir unser Problem geschildert. Problem ist auch bekannt, nur die Jungs dort hatten ein gewisses Zeitproblem. Ja. Die haben nämlich keine Mitarbeiter frei gehabt. Und da hat dann der nette Werkstattmeister hat gesagt, ich schau aber rein und wir klemmen mal die... Verkehrsfunk. Ich schaue da gerne mal rein und wir klemmen die Batterie ab. Und dann ist das so wie so ein Reset beim Computer. Und wenn ihr Glück habt, dann und der Wagen, wir klemmen die Batterie wieder an und der Wagen läuft hoch mit der Elektronik, mit dem Steuergerät, dann ist der Fehler auch weg. Ja. Haben wir gedacht, okay, bevor wir jetzt hier gar nichts gebacken kriegen, probieren wir das aus. Dann hat der junge Techniker aus der Werkstatt den Wagen, die Batterie abgeklemmt und dann wieder angeklemmt. Und wie er das gemacht hat, das ist noch ein Insider-Tipp, das erzähle ich danach. Also, Fahrzeug stromlos machen, dann wieder Strom dran von der Starterbatterie und siehe da, alles blinkt und blitzt und läuft wie der Teufel. Alles bestens, Elektronik, Anzeige, ne? Vorne Dashboard läuft wieder, gibt alle Warnsignale durch und. Wir sind komplett zufrieden. Kann aber passieren, dass dieser Fehler wieder auftritt. Ja. Das ist ja nun mal eine Rückrufaktion gewesen oder ist es. Und er sagte dann halt wirklich auslesen lassen, ne? Oder so nennt man das, glaube ich, auslesen lassen. Ja, das Thema ist dann ein Software-Update. Genau. Und da haben wir gestern gegoogelt und da hieß es bei Automotorsport, oh, keine große Sache, halbe Stunde. Dann sage ich da zum Meister, er sagt, ja, aber ich habe keine Kapazitäten frei, wir haben ja so viel zu tun. Ne? Sag ich, du, bei Automotorsport steht Update halbe Stunde. Oh, ja, wenn es denn mal richtig läuft, das kann 3-4 Stunden dauern, weil die das mehrfach wiederholen müssen, bis die Software richtig funktioniert. Ne? Genau. Ja, und das hätten wir dann gestern nicht mehr geschafft, also nach Aussage des Werkstattleiters dort. Na, wir sind erstmal froh, dass es funktioniert. So, wolltest du mal zeigen? Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man bei unserem Sprinter, das ist ein 21er Baujahr, wie man da die Batterie oder das Fahrzeug ganz simpel von der Batterie trennen kann. Also das Fahrzeug stromlos machen kann. Denn den Tipp, den solltet ihr mitnehmen. Ja. Vielleicht geht das ja auch bei eurem Sprinter. Ich habe mich mal bewaffnet, ne? So. Sitz nach hinten. Nee, ich mach das dann. Ich hatte ja auch schon dran gedacht, den Wagen stromlos zu machen, die Batterie abzuklemmen. Ich habe aber Muffe gehabt, dass irgendwelche Speicher, hinterlegte Daten in den Speichern, dass die irgendwie verloren gehen. Ne? Irgendwelche Einstellungen, Abstandsassistent, ich habe keine Ahnung. Und deshalb habe ich mich nicht rangetraut.
weil dieses Resetten, wie ich das immer so schön nenne, ne, das hat ja jeder schon mit seinem Handy gemacht, mit seinem Laptop, mit seinem PC. Das ist ja eine ganz alte Kiste. Ne? Wenn nicht mehr läuft, alles ausmachen, neu starten, dann läuft's. Und das haben die Jungs gemacht bei Mercedes. Und wir haben hier, da ist ein Deckelchen und da steht drauf, da hast du den Batterie-Hauptschalter. Und jetzt mache ich den Deckel mal ab. Da, das, was ich jetzt anleuchte, ne? Mit dem roten Pröppel da dran. Das ist der Batterie-Haupttrennschalter oder Batterietrennschalter oder Batteriehauptschalter, wie auch immer. Und wenn du da dran ziehst, dieses rote entriegelst und dann dran ziehst, dann trennst du die Batterie vom Sprinter. Und dann ist die Starterbatterie abgeklemmt. Wenn du dann den stromlosen Wagen wieder mit der Batterie verbindest, dann läuft die Software neu hoch und damit war dann bei uns der Fehler behoben. Bitte schön. Ja. Was steht denn da drauf auf diesem Deckel? Da stand irgendwas mit 20 Minuten. Ja, das hat was damit zu tun, dass da eine Abgasreinigung vielleicht läuft. Und das Ganze nennt sich Nachlauf-Abgasreinigung. Und die muss erst durchlaufen und dann deshalb die 20 Minuten Pause mit ausgeschaltetem Motor und dann Batterie abtrennen. Darauf solltest du achten. Naja, Nora, ich habe immer an den Autos ja geschraubt, da standen die ja sowieso irgendwo. Da ist ja nie was gewesen. Mhm. Ne? Nee, ich habe das nur gerade gesehen. Ja, hast du recht. Hätte ich jetzt zum Beispiel nie dran gedacht. Ja, das hängt damit zusammen, dass die Abgasreinigung erst durch sein muss. Ne? So ein Sicherheitsaspekt ist das. Ja. Gut. Haben die nicht drauf gewartet. Macht nichts, aber wir wussten, dass sich das Fahrzeug gerade kurz vorher, durchgepustet, ich sag ja immer durchgepustet hat. Warum wir jetzt nicht die Mobilitätsgarantie genutzt haben, locker, kannst du ja machen, ist ja auch eine super Sache. Über 3000 Niederlassungen und ich weiß nicht, innerhalb von 24 Stunden kommen die und haben wir ja alles erzählt. Nee, das ist super und das ist klasse. Aber so nah, wie wir an Flensburg waren, wollte ich gerne in einer Werkstatt, bei der ich auch die Sprache verstehe und bei der ich fragen kann, wieso, weshalb, warum. Ja. Zum einen, weil ich so neugierig bin und die Genau. Zusammenhänge verstehen möchte. Ja. Und zum anderen, damit wir euch die Infos weitergeben können. Genau, Bertel fragt ja immer Löcher im Bauch. Ich kann ja kein Dänisch, ich kann es ja nicht für euch übersetzen. Genau. So, Ja, und wir sind jetzt wieder auf der Grenzstraße. Das ist hier direkt an der dänischen Grenze von Flensburg rüber Richtung Nordsee. Und auf geht's zurück nach Dänemark. Und wohin? sagen wir nicht. Und wohin Sagen wir nicht. und wohin diese Route führt, Sagen wir nicht. das wissen die Insider. Viel Zeit haben wir nämlich nicht, sonst wären wir wieder hochgefahren. Ich habe einen Zahnarzttermin. Da muss ich hin. Ich drück schon die Daumen, Nora. Das leuchtet, das ist ungewohnt. Und ach so, das muss ich erzählen. Wisst ihr, was mir am meisten... Ja, dieses Ding. Und wisst ihr, was mir am meisten gefehlt hat hier im Cockpit? Die Außentemperaturanzeige. Immer wenn wir in Dänemark unterwegs sind, schaue ich. 15, oh Bertel, 15,5, 16, 16,5, 17, yippie. Und dann bin ich schon glücklich. Die hat mir echt gefehlt. Oh. Sprinti. Alles gut? Alles bestens. Perfekt. So, ihr Lieben, habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Nora, und dann habe ich ja noch was gefunden. Ne? Hier, Sprintermotor geht nicht aus. Motor geht nicht mehr aus. Was kann es sein? Quatsch. Ja, natürlich.
Nora, sei froh, dass unser Motor läuft. Ja, das ganze Netz ist voll damit, ne? Motor geht während der Fahrt aus. Motor geht nicht sofort aus. Ja, und so ist das. Und dann kommt ja auch noch, Motor geht nicht mehr an. Habe ich auch schon gelesen. Also die digitale Welt ist sehr interessant. Noch ein kleiner Tipp, wenn euer Motor wirklich mal nicht ausgehen sollte, trenn die Starterbatterie. Na gut. Glaub's mir, so wird es bei Mercedes beschrieben. Und was Wenn der Motor nicht mehr ausgeht, trenn die Starterbatterie. Also doch wieder ein altes Auto. Mercedes meldet sich zu Wort, Online-Dienst zurzeit nicht verfügbar. Bitte Alles prüfen klar. Sie Ihre ME-Einstellungen. Oh, Ja. wei. Also doch ein Rundhauber. Ja, Ohne Automatik. ja, Rundhauber, auch Kurzhauber genannt, ne? Keine Automatik, alles mechanisch. Dann geht er auch raus. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. 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 Keep the sky on your mind.